Tachchen, meine lieben Freunde, mein Name ist Darko, ich bin ein serbischer Künstler aus der Schweiz, aus dem wunderschönen Zürich. Hier bin ich geboren und aufgewachsen und hier halte ich endlich meinen Manga in den Händen, meine lieben Freunde. Das war ein verdammter Riesen-Struggle, bis ich endlich hier rangekommen bin. Wie das alles ging und so, erzähle ich euch jetzt, während ich was Schönes zeichne. Da wir heute Weihnachten haben, zweiter Weihnachtstag, dachte ich, zeichnen wir doch mal was Christmas-Style. Und hier ist natürlich mein Hauptcharakter aus meinem Manga, Medusa. Im 2021 habe ich begonnen, den Manga zu zeichnen, nach 5 Jahren plus minus. Ja, etwa im 2016 habe ich so die ersten Skizzen gemacht und halt ganz viel recherchiert über die griechische Mythologie, viel aufgeschrieben, und bis ich den Charakter mal so hatte, wie ich es wollte, vergingen eben 5 Jahre. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich damit machen wollte. Eigentlich plante ich so ein RPG-Game selber zu machen, aber dann dachte ich, komm, ich wollte ja schon immer Manga-Zeichner werden, machen wir einen fetten Manga daraus. Und dann hörte ich irgendwie plötzlich von Gin und Ban Sabo, die bei Ultraverse arbeiten und zeichnen. Falls ihr euch in der deutschen Manga-Szene auskennt, dann kennt ihr die 2 Mädels, Schwestern 100%. Und ja, sie sind auch aus der Schweiz. Und als ich hörte, 2 Schweizerinnen haben es voll geschafft in der Manga-Szene, hey, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und so hat es etwas in mir aufgeweckt, dass ich dann dachte, ja, jetzt muss ich das machen. Eigentlich bin ich hauptberuflich Tätowierer, aber jetzt will ich eben Manga-Zeichner werden. Das ist so das, was ich eigentlich schon immer wollte. Im Jahr 2022 hatte ich die ersten 3 Kapitel fertig und dann wollte ich damit zum Verlag. Und ja, zuerst war ich an der Convention hier in Zürich, an der Popcorn und Games Show. Und dort habe ich so 50 Bücher mal drucken lassen. Es war 15 Franken pro Buch. Und das ist schon extrem teuer. Also für diesen Preis müssten sie eigentlich mit Gold und Diamanten verziert sein. Aber ja, ich habe sie dann als Limited Edition verkauft für 30 Franken zum einen Gewinn machen. Ja. Und dann mit dem Gewinn kaufte ich nochmal 100 Bücher. Also waren es schon 150. Und ich habe 2, 3 Bücher unter die Hand genommen und ging dann nach Deutschland los auf die Jagd nach Verlegern. Ich war zuerst in Leipzig an der Leipziger Buchmesse, an der Mappensichtung bei Jo von Ultraverse. Und dann war ich auch bei Splitter und dann war ich auch bei Egmont, habe mit dem lieben Micha geredet und so. Und ja, die meisten sagten halt, es ist zu brutal und zu sexy und so weiter, ja. Wurde nichts daraus. Das nächste Jahr ging ich dann auf Mannheim, dort genau das Gleiche, hatte ich ein bisschen neues Material, und dann dieses Jahr war ich in Erlangen, wieder die Verleger zum Jagen und so weiter. Ist nichts daraus geworden, aber das erzähle ich vielleicht in einem anderen Video. Auf jeden Fall habe ich schlussendlich beschlossen, das Ganze selber zu verlegen und habe meinen eigenen Verlag hier in der Schweiz gegründet, Mythos Manga. Ich habe jetzt auch schon eine fette Homepage mit Shop, aber es ist noch eine bessere in Bearbeitung. Diese, die ich jetzt habe, ist nur mal so provisorisch. Checkt mal den Link in der Bio. Dort könnt ihr auch das Buch gleich bestellen und zu euch nach Hause liefern lassen. So, und dann kam 2024. Ich hatte die 6 Kapitel fertig mit fettem Bonusmaterial, 220 Seiten. Ich habe gehört, in Polen drucken sie günstig und sehr gut. Die meisten Verleger lassen in Polen drucken. Und dann dachte ich, ja, das muss ich auch machen, weil hier ist es viel zu teuer und ich will diesmal gleich 200 Bücher von der Full Version, von der ganzen Version. Nicht nur das halbe Buch wie beim ersten Mal, sondern das mal richtig, keine halben Sachen hier. Und dann habe ich das Ganze gelayoutet und so, eine Druckerei in Polen gefunden, habe ich mal abgeschickt und das Ganze war nicht gut. Das war voll der Moiré-Effekt, dieses hässliche Schottenmuster. Ich war am Verzweifeln, tralala. Und hier ein Kumpel, dieser Druckerboy, der mir beim ersten Büchlein schon geholfen hat, bei den ersten 3 Kapiteln, hat für mich das Layout gemacht und so.
Und das war wieder scheiße für die Polen, es war wieder dieser Moiré-Effekt. Und dann war ich wieder am Verzweifeln, wusste nicht, was machen, was soll ich. Ich habe mit ChatGPT versucht, ein bisschen das zu regeln, dies, das. Aber ChatGPT konnte mir auch nicht helfen, bis ich dann endlich mal Rakami angeschrieben habe. Rakami kennt ihr bestimmt von Zuckerwasser. Oder das Neue mit dem Hexenmeister, jetzt Purpurner Rauch und so, sie ist auch bei Ultraverse. Sie hat mir dann alles schön erklärt, wie ich das machen sollte, mit dem Clip Studio Paint und die ganze Druckvorstufe und so habe ich endlich gemacht und in Polen geschickt und es war wieder was nicht gut und dann wieder hin und her und jetzt endlich sollten sie was drucken. Endlich, meine lieben Freunde, jetzt warte ich schon 3 Monate auf dieses Probebuch und jetzt endlich gehe ich es abholen. Endlich haben sie es geschafft, dies zu schicken. Es ist in Deutschland an einem Postfach, weil in der Schweiz ist zu hohe Gebühren, weißt du. Zu teuer zum in die Schweiz schicken und es würde viel länger dauern und so ging das zapp zarab und jetzt mal sehen, ne? Drückt mir die Daumen, ich hoffe es ist endlich gut. Und hier fahre ich durch den Nebel und kann vorne nichts erkennen. Ich sehe mein Ziel nicht, aber ich sehe meine nächsten Schritte, genauso wie im Leben. Hauptsache, ihr seht, was direkt vor euch liegt. Yes. Endlich. Die Zeit ist reif, meine lieben Freunde. Die Zeit ist reif. Let's go, unbox this. Okay, ich muss ehrlich zugeben, ein kleines bisschen nervös bin ich schon, ne? Weil wenn das jetzt wieder scheiße ist, dann kommt wieder so ein verdammtes Hin und Her. Mit den Druckereien, das war echt der Horror. Das wurde ja nicht mal geschnitten. Ach komm jetzt, f*** dich, Alter, Mann. Nee, also echt, was soll ich denn jetzt damit anfangen hier? Hey, ich glaub nicht. Ich habe im Voraus schon bezahlt, diese ganze Scheiße. Und jetzt schickt sie mir nur diese losen Blätter hier. What the fuck? Ich kann ja nicht mal sehen, wie ein fertiges Buch aussieht, Mann. Was soll ich damit? Darum hat sie mich auch ignoriert, wo ich sie gefragt habe, wie sieht das Cover aus? Ist das Cover jetzt endlich gut? Weil wegen dem Cover wollte ich es eigentlich überhaupt ansehen, wie es ist als fertiges Produkt, Mann. Aber ich muss wenigstens sagen, die Qualität ist endlich. Weil damit hatte sie auch ein riesen verdammtes Problem mit dem Moiré-Effekt, ne? Weil die ganze Zeit dieser Moiré-Effekt da war, diese Kacheln hier, diesen Schottenmuster. Aber jetzt ist es endlich perfekt. Ja, es sieht gut aus. Doch, also ich sage ihr Bescheid und ja, wegen dem Cover, hier, ich zeige euch diese Version hier, die ich in der Schweiz gedruckt habe, ne? Und hier ist alles schön mittig. Und als die von Polen mir das mal gedruckt haben, oder, diese zweite Auflage, war dieses Teil hier voll verschoben, ne? Eigentlich könnten sie das selber machen und ganz wenig rüberschieben, aber wollten sie nicht, ne? Weil sie sagen, du musst das machen, du musst das, wir machen da gar nichts. Und das war halt schon ein Riesenstress und jetzt habe ich gehofft, dass ich auch so ein Buch bekomme. Und nicht nur diese Blätter, aber ja. Alter Schwede, voll am Arsch. Jetzt habe ich ihr geschrieben, also die Inhaltsseiten sind ja gut, aber eigentlich wollte ich ja wissen, wie das Cover aussieht, ob es hinten beim Bund schön mittig ist und wegen der Veredelung, wie das aussieht. Und aber da jetzt schon sowieso zu viel Zeit vorüber ist und so, ich das Ganze gerne bis Weihnachten hätte zum Verkaufen, nicht noch einen Monat länger warten hier, dass sie einfach mal drucken soll, ne? Und ich vertraue jetzt einfach mal, dass das alles gut kommt. Und dann sagt sie, ja, aber ich drucke alles in Smyk, also alles bunt. Und what the fuck, also, und es würde noch teurer kommen. Das heißt,
Freund, ein Kumpel von mir hier von der Schweizer Druckerei, der mir das erste Buch schon gedruckt hat, hat alles so schön bereit gemacht, also dass wirklich die schwarz-weißen Seiten schwarz-weiß sind und nur die bunten Seiten in Zmyk. Und er saß irgendwie 2 Nächte dran und so, bis er das endlich hatte. Das habe ich hier geschickt, diese Frau auf Polen. Und jetzt ist es trotzdem nicht gut. Jetzt will sie trotzdem alles in Zmyk drucken und ich muss jetzt noch mehr bezahlen. What the fuck, Alter, Mann. Was ist denn los? Man hat die irgendwas gegen mich oder was? Meine lieben Freunde, 3 Wochen sind jetzt vorüber und heute hätte es endlich ankommen müssen. Das Paket, eine Palette war's. Und die Frau aus Polen hat mir geschrieben, hey, kannst du mal dort anrufen bei dieser Adresse in Jestetten, bei dem Postfach, weil die haben das versucht zuzustellen, aber sie wussten nichts von dem und dann wurde es abgewiesen. Dann habe ich mal den Typen angerufen, der dieses Postfach dort betreibt und der sagt, oh ja, das ist das Einzige, das ich abgewiesen habe heute, war kein Name drauf. What the fuck? Und dann habe ich nochmal der Frau aus Polen gesagt, hey, sie haben das abgewiesen, weil kein Name drauf stand. Sie so, das kann nicht sein. Ich habe alles schön draufgeschrieben, wie du mir gesagt hast. Oh Mann, und dann der Typ geht jetzt in die Ferien. Das heißt, erst am 7. Januar kann das Zeug ankommen, ey. Boah, so dumm gelaufen, ey. Aber zum Glück hat die aus Polen gesagt, ich kann vielleicht die Nummer auftreiben von dem Fahrer. Das heißt, dass wir uns irgendwo treffen dann am Montag, irgendwo bei der Adresse und dass es trotzdem dann funktioniert, dass ich die Palette von ihm abnehmen kann und nee, also das wäre jetzt echt scheiße, Mann. Oh, sie hat geschrieben. Moin meine lieben Freunde und schon wieder haben wir 3 Tage später. Das Wochenende ist vorbei. Es ist Montag und ich erwarte den Kontakt zu dieser Transportfirma von der Polin, aber leider meldet sie sich nicht. Und so habe ich selber ein bisschen recherchiert, habe herausgefunden, dass es DAXA ist, das DAXA Transportunternehmen. Habe ich eine Nummer angerufen und sie waren leider nicht dafür zuständig und sie haben mich weitergeleitet und die weitergeleitete Nummer nimmt niemand den Hörer ab, ne? Ich habe jetzt 3-mal versucht anzurufen, aber ich habe ihre Adresse gefunden. Und jetzt dachte ich mir, komm, anstatt hier Trübsal zu blasen und Däumchen zu drehen, um zu warten, gehe ich direkt dorthin in dieses Lager, weil ich denke, das Palett, die Bücher sollten schon dort sein, ne? Und ich werde jetzt nicht in die Schweiz zurückkehren, bis ich die Bücher habe, meine lieben Freunde. Adventure Time. Jetzt hatte ich aber Glück, dass ich nicht losgefahren bin. Ich habe gerade noch schnell meine Mails gecheckt und da kam der Mail von der Polin. Sie hat die Adresse aufgetrieben und es war Meyer Transporter, nicht DAXA. Der Typ von Jestetten, mit dem Postfach hier, der mich voll verarscht hat, der hat gesagt DAXA, ne? Und jetzt wäre ich voll irgendwo anders hingefahren, sinnlos. Und ich hatte so einen Typen am Telefon jetzt und der sagte, ja, ich hab's gefunden, das Paket ist hier, die Palette. Aber ich gehe nur mal kurz raus, um abchecken, ob es wirklich da ist oder nicht irgendwo unterwegs. Und dann gehe ich es holen. Und das alles nur dank Gott. Ich habe gedacht, komm, ich lese noch schnell ein Kapitel aus der Bibel. Habe ich gelesen, mich noch einmal ein bisschen hingesetzt und dann die Mails gecheckt, weil in Deutschland werde ich dann kein Internet haben und es hätte leider nicht geklappt. Seht her, seht weiter. Yes, die Palette ist dort. Der Typ hat gesagt, ich soll vorbeikommen, das Ganze abzuholen in Singen. Ich habe circa eine Stunde bis dorthin. Geil. Ja, ich muss schon sagen, das war jetzt schon so eine Explosion der Gefühle. Zuerst Unsicherheit und dann voll der Adrenalinkick und dann wieder Unsicherheit. Kommt es oder nicht? Oder wird es zurückgeschickt nach Polen? Schaffe ich noch, das Zeug abzuholen, zu finden vor Weihnachten? Ja, nein, vielleicht. Boah. Hab ein bisschen mehr als die Hälfte des Weges hinter mir. Ein kurzes Päuschen wegen Zigarette rauchen. Ich habe hier ein neues Auto, ein Ersatzauto und hier darf ich nicht rauchen, weil mein Audi ist ein bisschen kaputt, ne? Und hier stehe ich gerade vor der deutschen Grenze und man sieht, ja, schön Stau hier.
Alle gehen in den Urlaub. Ganze 3 Jahre, meine lieben Freunde, war ich am Zeichnen. Seit der ersten Skizze bis jetzt zum fertigen Buch. Ich bin jetzt so kurz davor, das Ganze endlich in meine Hände zu nehmen. Ich hatte ja schon ein Buch, also 50 Stück, aber das war nur so schnell, ne? Und es war doppelt so teuer, aber jetzt habe ich das wirklich so, genau so, wie ich es wollte, sollte es eigentlich sein. Jetzt wäre es auch gut, wenn die Bücher auch perfekt sind, ne? Weil ich hatte ja nicht mal ein Probebuch zu sehen, wie das Ganze aussehen wird. Und ja, jetzt sind wir gespannt, alle zusammen, ne? Normalerweise macht der Tacho hier Geräusche, wenn ich ein bisschen zu schnell fahre. Aber guck mal, was jetzt steht. Unbegrenzt. Deutschland, Autobahn, unbegrenzt. 300, ich darf jetzt fahren. Jetzt reiß dich mal zusammen hier, Darko, ne? So kurz vor dem Ziel darf man jetzt nicht Eskalation machen, weißt du? Anständig fahren. Und da wären wir bei den Meier-Paketen. Meier gefahren. Gefahr, Gutschule, Klaus-Peter Bernstoff. Hier muss ich irgendwo hin. Und jetzt mein Palett finden. Also, ich komme gleich wieder, ne? Niemand hier. Was ist denn los, Alter? Okay, ich habe es jetzt geschafft, nochmal schnell anzurufen hier bei diesem Typen mit meiner Schweizer SIM-Karte und er sagte, ich bin falsch. Ich muss noch ein bisschen irgendwo nach vorne fahren. Lass mal gucken, ne? Jupp, ich glaube, da vorne ist es. Jupp, genau das habe ich gesehen, auch im Internet. So, lass mal reingehen. Okay, noch einmal rundum fahren. Irgendwo hier ist Revenge of Medusa. Und hier kommen sie. Werden schön in den Kofferraum geschoben. Ich hoffe, es passt überhaupt. Ein bisschen höher. Okay, gut. Perfekt. Endlich sind wir soweit, meine lieben Freunde. Das ist eins von all denen. Ich weiß nicht, wie viel hier drin sind. Vielleicht 50 oder weniger. So, lasst uns endlich zusammen unboxen hier das Ganze. Ich bin so gespannt. 3 Jahre harte Arbeit, Schweiß, Blut und Tränen haben alle zu diesem einen Moment geführt. Zu diesem Unboxing hier, wo ich es mit euch aufmache. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Ja, jetzt wackelt alles ein bisschen hier wegen dem Tisch. Seht euch das an. Seht euch das an. Schön verpackt in der Folie hier. Hier hinten. Und guck mal hier. Also ich muss sagen, perfekt in der Mitte hier alles. Mit dem hatten sie ein bisschen Probleme am Anfang, aber jetzt wunderbar, sehr schön. Auch das Rot, es ist so ein bisschen rötlich, vielleicht sieht man das jetzt nicht so gut hier. Ein bisschen rötlich und schwarz, aber sind alle ein bisschen gebogen. Naja, macht ja nichts. Hauptsache sind sie schön eingepackt. Geil, das Cover ist auch sehr geil. Mit Veredelung dieses Mal, ne? So ein bisschen 3D-Style hier. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen. Aber lasst uns jetzt mal dieses hier öffnen, das eine Buch. Um mal zu gucken, ob der Inhalt auch gut ist, ob der Inhalt stimmt. Ne? Das muss ich jetzt kontrollieren. Das wird doch bestimmt Spaß aufmachen, ne? Wenn ihr das Buch so in der Folie bekommt.
Es ist eben ab 18, oder? Hier seht ihr, empfohlen ab 18. Und deswegen muss es eingepackt sein, weißt du? Nicht wegen den Conventions und so, wenn ich die Bücher bereit habe, dass so Kiddies kommen und dann so reinblättern, oder? Und vielleicht sehen sie dann was sie nicht sehen sollten, für was ihre Augen noch zu jung sind. Boah, Alter! Brutal, Mann! Hui, 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 hui. Ist das fett? Boah, es fühlt sich so geil an, Mann. So richtig geil, Mann. Geil. Seht ihr die Veredelung? Hier bei ihr, wie sie so glänzt. Und auch diese kleine Eins hier glänzt so. Geil, oder? Okay. Nice, nice. Doch, doch. Riecht nach neu. Die Grafik ist sehr, 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 sehr geil. Kein Moiré-Effekt weit und breit zu sehen. Sogar die Seitenzahlen habe ich jetzt hier. Seitenzahlen hier ganz klein. Nicht überall, aber dort, wo es Platz hatte, sind sie da. Ich muss sagen, es ist wie ein echter Manga aus dem Laden. Genau so sollte es sein. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr, sehr geil. Richtig fett, Mann. Ja. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Natürlich hätte es auch ein bisschen schneller gehen können. Aber ja, seit August warte ich auf das Zeug. Jetzt haben wir schon Dezember. Es ist der 23. Morgen haben wir Weihnachten. Aber ich habe mein Ziel erreicht. Es ist vor Weihnachten gekommen. Und das ist sehr gut. Perle. Wow. Brutal, Alter. Hier, ich zeige euch jetzt mal hier eine Seite. Guckt euch das an, ne? Geile Grafik, ne? Geile Grafik. Yes. Genau so muss es sein. Genau so. Die Farbseiten hier sind jetzt nicht so extrem knallig. Die Farben sind nicht so intensiv, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber geil. Aber geil. Trotzdem geil, trotzdem schön. Sehr schönes Gefühl, sehr schön anzusehen. Yeah, buddy. Doch, 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 meine Lieben, doch, doch. Sehr geil, auch wunderbar geschnitten hier an den Rändern. Perle. Hier haben wir die Statue. Und hier seht ihr, zweite Auflage. Ist vielleicht jetzt spiegelverkehrt hier. Aber ja, das ist es. Das ist es. Das Einzige. Aber vielleicht täusche ich mich auch nur. Einen Moment. Das muss ich jetzt schnell ein bisschen nachmessen. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Zentimeter. Mein Auge, seht ihr das hier? Ist leicht schräg. Hier geht es ein bisschen mehr nach oben, ne? Aber ich denke, man sieht das kaum. Und hier oben auch vielleicht ein bisschen. Dass es hier nicht so ganz horizontal ist. Aber halb so wild. Das ist nur ein kleines winziges Detail. Der Rest ist wirklich allererste Sahne. Vor allem diese Veredelung gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und jo, ihr könnt das vorbestellen hier. Unten in der Beschreibung habe ich einen Link. Da könnt ihr drauf drücken und dann könnt ihr das bestellen. 200 Stück habe ich jetzt übrig. Jetzt habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Das heißt hin und her. Vertriebe suchen. Hier all die kleinen Manga-Läden und größeren Distributoren abklappern hier. Ihnen mein Zeug hier unterjubeln, in die Hand drücken und sagen, willst du das übernehmen, willst du das abkaufen und so. Natürlich für einen viel günstigeren Preis. Den größten Gewinn mache ich natürlich, wenn ich es selber verkaufe, hier im Tattoo-Studio oder natürlich auf meiner Homepage. Link in der Beschreibung. Bei den Distributoren habe ich zwar einen ganz, ganz, ganz kleinen, winzigen Gewinn, aber
es wird mehr verstreut, oder? Und das macht ja keinen Sinn, wenn ich das Ganze nur hier bei mir im Laden habe und auf der Homepage, weil das kennen noch nicht so viele, ne? Und es wäre schon von Vorteil, wenn das überall zu kaufen gibt. Und vor allem muss ich jetzt als nächstes trotzdem einen deutschen Verleger suchen, der das für mich druckt hier. Weil wenn ich die ganze Zeit das Zeug hier in die Schweiz liefern lassen muss und dann nach Deutschland noch weiter schicken mit Palette und Packen und Zoll und alles, da mache ich Minus, meine Freunde. Also ich brauche unbedingt einen in Deutschland, der das für mich drucken kann. Das wäre richtig nice. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Episode hat Spaß gemacht, mit mir durch diesen ganzen Struggle zu gehen und so. Jetzt habe ich es endlich und jetzt beginnt die eigentliche Arbeit erst. Jetzt muss das an den Mann gebracht werden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.